Mitten in der Nacht, im schwach leuchtenden Labor, beugt sich Marie Curie entschlossen über funkelnde Reagenzgläser auf der Suche nach dem Unsichtbaren. Plötzlich beginnt eines der Reagenzgläser geheimnisvoll zu leuchten. Ein grünlicher Schimmer erfüllt den Raum wie ein Atemzug des Unbekannten. Dieses sanft flackernde Licht wird einst Millionen Menschen das Leben schenken und zugleich mit tödlicher Macht unzählige Seelen fordern. Diese Frau ist Marie Curie, die furchtlose Pionierin, die mit Neugier und Mut die Grundlagen der modernen Physik und Chemie erschuf. Ihre Geschichte erzählt von einer Frau, die sich weder Armut noch Vorurteilen noch den starren Gesetzen ihrer Zeit jemals beugte. Bevor wir eintauchen, abonniere den Kanal, gib dem Video ein Like und aktiviere die Glocke für mehr inspirierende Wissenschaftsabenteuer. Am 7. November 1867 erblickt in Warschau ein unscheinbares Mädchen das Licht der Welt. Ihr Name, Marie Curie, ihr Geburtsname war Maria Sklodowska, ein Name, der einst in den engen Straßen Warschaus begann, Geschichte zu schreiben. Als jüngstes von 5 Kindern wuchs sie in einem einfachen, aber wissbegierigen Zuhause auf, wo Bücher und Träume den Alltag füllten. Ihr Vater, ein leidenschaftlicher Physiklehrer, und ihre Mutter, eine strenge Schulleiterin, prägten ein Zuhause, in dem Wissen kostbarer war als Gold. Doch im von Russland beherrschten Polen mussten Schulen ihre Sprache verbergen. Polnisch zu lehren war ein stiller Akt des Widerstands. Für Marie wurde jedes gelesene Wort, jede gelöste Gleichung zu einem stillen Aufschrei gegen Unterdrückung und Unwissenheit. Schon als kleines Mädchen funkelten Zahlen und Formeln in ihren Augen trotz einer Welt, die Mädchen dafür für ungeeignet hielt. Doch nichts konnte sie bremsen, weder Zweifel noch Grenzen. Sie ging weiter, getrieben von einer Leidenschaft, die stärker war als jede Hürde. In Warschau schlich sie nachts zur fliegenden Universität, einem geheimen Zufluchtsort, an dem Frauen heimlich die Sprache der Wissenschaft lernten. Dort lernte sie nicht nur Formeln und Kräfte, sondern den Mut, selbst zur Kraft zu werden, die Grenzen sprengt. Sie schwor sich, eines Tages Wissenschaftlerin zu werden, koste es Schlaf, Sicherheit oder Heimat, sie würde der Wahrheit folgen. Mit nur 24 Jahren ließ sie alles hinter sich und fuhr nach Paris, dorthin, wo Wissen und Träume sich begegneten. Sie kam ohne Geld, ohne Zuhause und kaum Französisch, doch mit einem unbehehrbaren Willen, der stärker leuchtete als jede Lampe in Paris. In winzigen, eiskalten Dachkammern hauste sie unter dem Pariser Himmel, zitternd vor Kälte, aber brennend vor Wissensdurst. Sie litt Hunger, doch statt zu klagen, sog sie Wissen auf. Ihr Geist nährte sich von Formeln statt von Brot. Nacht für Nacht saß sie im Kerzenlicht, in eine Decke gehüllt, und verschlang Physikbücher, während Paris draußen schlief. Ihr Ziel war klar wie das Licht im Glas. Sie wollte nicht Ruhm, sondern das tiefe Verstehen der Welt selbst. Als eine der wenigen Frauen an der Sorbonne trotzte sie jedem Hindernis und beendete ihr Studium mit strahlenden Bestnoten. Während ihrer Forschung traf sie Pierre Curie, einen stillen Denker, dessen Augen im selben Glanz des Wissens brannten wie ihre eigenen. Ihre Liebe war kein Feuerwerk, sondern ein stilles Leuchten, beständig, tief und getragen von grenzenlosem gegenseitigem Respekt. 1895 heirateten sie und aus ihrer Verbindung entstand eines der bedeutendsten wissenschaftlichen Bündnisse, das die Welt je gesehen hat. Statt Luxus oder Ruhe zu genießen, kehrten sie direkt ins Labor zurück, dorthin, wo Funken sprühten und Ideen zum Leben erwachten. Gemeinsam beugten sie sich über glühende Proben von Uran, entschlossen, das unsichtbare Rätsel seiner geheimnisvollen Strahlung zu entschlüsseln. Marie war überzeugt, dass sich hinter diesem mysteriösen Leuchten eine verborgene Welt neuer, unentdeckter Elemente verbarg, ein Tor ins Unbekannte. Tag für Tag forschte sie in einem eisigen, primitiven Labor, wo im Winter Wasser in den Bechergläsern gefror, doch ihr Geist blieb heiß. Nach endlosen Monaten entdeckte sie 2 neue Elemente, Polonium, ein Tribut an ihre Heimat, und Radium, das in der Dunkelheit wie kleine Sterne leuchtete. Diese Entdeckung erschütterte die Welt der Wissenschaft, ein revolutionärer Funke, der alles, was bisher bekannt war, für immer veränderte. Sie öffnete ein neues Fenster zur Materie selbst, veränderte unser Verständnis von der kleinsten Partikelkraft bis zu den leuchtenden Strahlen des Atoms. Doch niemand ahnte, dass das strahlende Leuchten, so faszinierend und schön, heimlich eine tödliche Gefahr barg. Marie war gebannt vom geheimnisvollen Licht ihrer Proben, das wie winzige flüssige Sterne im dunklen Labor tanzte und ihre Neugier entfachte. Stundenlang starrte sie in den grünen Schein, als könne sie darin die Zukunft der Menschheit erkennen, gezeichnet von Licht, Wissen und Gefahr zugleich.
1903 wurden Marie und Pierre Curie gemeinsam mit Henri Becquerel mit dem Nobelpreis für Physik geehrt, eine triumphale Anerkennung ihrer bahnbrechenden Forschung. Marie schrieb Geschichte. Als erste Frau, die jemals den Nobelpreis erhielt, leuchtete ihr Name heller als jede Strahlung, die sie je erforscht hatte. Für manche war sie ein strahlendes Symbol der Hoffnung, für andere ein unaufhaltsamer Sturm, der das männlich dominierte Wissenschaftssystem erschütterte. Trotz Ruhm und Anerkennung blieb sie bescheiden, tauchte tief ins Labor ein und ließ ihre Arbeit leuchten wie das Radium in der Dunkelheit. Ihr Motto prägte jeden Tag: Ich schaue nicht zurück auf Vergangenes, sondern kämpfe mit jeder Faser für das, was noch getan werden muss. 3 Jahre später traf sie ein harter Schicksalsschlag, der ihr Herz erschütterte, doch ihren unbezwingbaren Forschergeist nicht brechen konnte. Pierre Curie verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben, doch das Licht ihrer gemeinsamen Entdeckungen brannte weiter unerschütterlich im Labor. Marie verlor nicht nur ihren geliebten Mann, sondern auch ihren engsten Forschungspartner, und dennoch erhob sie sich, stärker als je zuvor, ins Licht der Wissenschaft. Wochenlang sprach sie kein Wort, verlor sich in einsamen Nächten zwischen Bechergläsern und Formeln, während der Schmerz still durch das Labor schlich. Doch dann entdeckte sie in ihrer Arbeit neuen Sinn, tauchte wieder in strahlende Proben und die Geheimnisse des Lichts, das sie so liebte. Sie trat in Pierres Fußstapfen an der Sorbonne und schrieb Geschichte als erste weibliche Professorin Frankreichs, ein Leuchtturm für Generationen von Wissenschaftlerinnen. 1911 strahlte Marie Curie erneut im Rampenlicht. Sie erhielt ihren 2. Nobelpreis, diesmal für Chemie, für die Entdeckung von Polonium und Radium. Damit wurde Marie Curie die erste Person weltweit, die 2 Nobelpreise in verschiedenen Disziplinen gewann, ein Rekord, der bis heute wie ein Stern leuchtet. Doch trotz Weltruhm blieb sie einfach, unprätentiös, tauchte weiterhin in ihr Labor ein und ließ Radium in stiller Bescheidenheit leuchten. Sie trug schlichte Kleider, besaß kein Auto und mit politischer Macht. Ihr Leben drehte sich allein um Forschung und strahlende Entdeckungen. Sie sagte einst: Man darf nie vergessen, dass man nur ein Werkzeug der Wissenschaft ist, Worte, die ihre Demut und Leidenschaft zugleich spiegeln. Das Preisgeld ihrer Nobelpreise investierte sie selbstlos in Forschungslabore und Krankenhäuser, Funken des Wissens und Heilung für die Welt. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, widmete sie ihre gesamte Arbeit der Menschheit, richtete Mobile-Röntgengeräte ein und leuchtete Hoffnung in dunkle Zeiten. Sie entwickelte Mobile-Röntgengeräte, die direkt an der Front zum Einsatz kamen und Verwundeten halfen, Licht und Heilung mitten im Krieg. Diese kleinen, rollenden Labore nannten die Soldaten liebevoll Petites Curies, kleine Curies, die Licht und Hoffnung an die Front brachten. Marie selbst steuerte die mobilen Labore direkt an die Front, trotz Lebensgefahr, und brachte Heilung und Licht inmitten des Kriegschaos. Mit ihrer Tochter Irene untersuchte sie Soldaten, unterstützte Ärzte und rettete unzählige Leben. Ihre Hände wurden zum strahlenden Werkzeug der Menschlichkeit. Doch die jahrelange Arbeit mit radioaktiven Stoffen hinterließ unsichtbare Spuren, die langsam, aber unaufhaltsam ihren Körper schwächten. Niemand ahnte damals die tödliche Macht der Strahlung, deren unsichtbares Licht Forscherherzen faszinierte und zugleich unbemerkt Leben bedrohte. Ihre Hände waren von Strahlung gezeichnet, ihre Gesundheit schwand langsam, doch ihr unerschütterlicher Geist leuchtete heller als jedes Laborlicht. Trotz allem arbeitete sie unermüdlich weiter, bildete junge Forscher aus und gründete das Curie-Institut, ein strahlendes Zentrum für Krebsforschung, das bis heute leuchtet. 1934 endete Marie Curies Leben an einer durch Strahlung verursachten Krankheit, der aplastischen Anämie, doch ihr Licht und Erbe strahlen bis heute weiter. Sie wurde 66 Jahre alt, ein Leben voller strahlender Entdeckungen, unerschütterlicher Leidenschaft und eines Erbes, das die Wissenschaft für immer erleuchtet. Ihre Notizbücher und Laborgeräte leuchten noch immer unsichtbar vor Radioaktivität so stark, dass man sie nur mit Schutzkleidung anfassen darf.